DBS, and we are going to study a tribal period. That's actually the books of the Bible, like Judges and Joshua, Judges, and Ruth, and also some books we will handle with. That's actually Psalms. So that you know that. And last week you already saw the picture. The people of God already in the other part of Jordan. So they are entering to the land, and how the land is taken over, and also the settlement. Then some years you will go through this week. So, and I just want to introduce our guest speaker. Her name is Lorraine. Yes. Wow. So she is from Brazil. So and she already done her School of Biblical Studies in South Africa, and present now she is serving the Lord in Bible department in YWAM based in Kiev. So she is investing many students like us, and she is a great teacher, and I'm very excited to more and more here, and we are all to hear what God has for us, and God wants to take it a different level through your teaching. And also we have a beautiful lady. Yeah. So Babsi, she is going to translate, and so I just want to invite two of you. Can we come friend and we can pray for her? We need two of you. God, we want to thank you so much for Lorraine, that she's here this week, and yeah, thank you for her servant heart to just come here and teach us of all the knowledge that she has about you, God. I pray that this week will be full of your presence, and that you would just remind Lorraine of how much you love her, and how proud you are of everything that she's doing, God. I pray that you would fill her with this wisdom and energy, and that you would bless her with good sleep while she's here. And yeah, I just want to declare joy over this week. Father, thank you so much for Babsi and her willingness to come up and parent. Father, I pray that your Holy Spirit would rest upon her, God, so that the translation would be easy, God, that it wouldn't come from her or her knowledge, God, but that through the Holy Spirit would fill out her mouth, and that she would be a blessing to our class, God, and that you would be glorified through her. Yeah, good morning, everyone. Guten Morgen alle zusammen. It's a pleasure to be here. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Yeah. I introduced myself for some of you guys as Lorraine, because it's my English name. Ich habe mich manchen von euch als Lorraine vorgestellt, denn so heiße ich auf Englisch. But I'm happy that some of you know how to pronounce my name in Portuguese. So, yeah. Aber ich freue mich, dass manche auch wissen, wie man meinen Namen auf Portugiesisch ausspricht. The credit will go to Manu. So yeah, it doesn't matter, Lorraine or Lorraine. Yeah, Es ist egal, ob ihr Lorraine oder Lorraine sagt. people in Kiev just call me Lo, because it's just easier. Also manche Leute nennen mich auch Lo, weil es einfacher ist. Yeah. So, I think it's this one. Müssen wir den Schalter wieder machen? Oder was? Oh, es ist alles auf. One of them more? So we will start this week with the tribal week. We have this week is the tribal week. Wir fangen diese Woche an mit den Stämmen, also es geht um die Stämme Israel. And my plan is that we will study Joshua today. Und heute werden wir über Josua lernen. And in the name of Jesus, finish tomorrow. Und im Namen Jesu werden wir damit morgen fertig. and start with Judges tomorrow. Und fangen dann mit Richter an morgen. So yeah, so this is my plan for today and tomorrow. Das ist mein Plan für heute und morgen. Yeah.
So the book of Joshua it was a really interesting book to start studying it. Das Buch Josua ist echt interessant, wenn man das studiert. Because my entire life I fought for social justice. Denn in meinem ganzen Leben habe ich für soziale Gerechtigkeit gekämpft. I ended up in law school, Dann habe ich Recht studiert. but then the Lord took me to South Africa to study His Word. Danach hat Gott mich nach Südafrika geführt, um dort sein Wort But zu studieren. the sense of social justice never left me. Aber dieses Gefühl, soziale Gerechtigkeit haben zu wollen, dafür zu kämpfen, hat mich nicht verlassen. And I still remember my DTS week when we were studying about personalities. Und ich weiß noch, als wir in der Woche über Identität, über Persönlichkeiten gelernt haben. And we did a test, and I scored 9 out of 10 for justice. Wir haben einen Test gemacht und ich habe 9 von 10 Punkten erreicht bei dem Thema Gerechtigkeit And just 1 for mercy. und eine für Barmherzigkeit. Not at all balanced, I know. Also es ist nicht ausbalanciert. Das weiß ich. So to study the book of Joshua was really challenging Und für mich, wenn ich das Buch Josua studiere, ist es herausfordernd. because if you read it already and you saw the amount of killing here in this book. Denn ihr habt es schon gelesen und ihr habt gesehen, wie viele Morde da drin sind. This is what the superficial reading of this book portrays to us. Und das ist, was wir sehen, wenn wir das Buch oberflächlich lesen. So it was hard for me to set aside the sense of justice and try to understand what is God's perspective for the people of Israel during this time. Und für mich war es echt schwierig, meinen Sinn für Gerechtigkeit zur Seite zu schieben und zu fragen, was Gott mit dem Volk Israel hier vorhat in dem Buch Josua. God's perspective according to his entire redemptive plan for Israel and for humanity. Was ist Gottes Perspektive mit seinem Volk auf den Erlösungsplan hin bezogen? So to study this book led me to deal with questions that I was avoiding during my SBS and during my Christian life. Also ich habe dieses Buch eigentlich nie studieren wollen, auch nicht in meiner SPS und in meinem christlichen Leben. Try to understand why God is commanding the people of Israel to do this. Warum hat Gott dem Volk Israel befohlen, das zu tun? And I must be very honest with you. Und ich möchte jetzt sehr ehrlich mit euch sein. Maybe I will not answer all your questions concerning this matter. Vielleicht kann ich nicht eure Fragen ganz beantworten zu diesem Thema. But let us trust God's character and try to understand what He has for the people of Israel, had for the people of Israel. Aber lasst uns Gottes Charakter verstehen und seinen Plan, den er mit der Menschheit hatte. So I just want to pray again so we can start. Und jetzt bete ich nochmal, dann können wir anfangen. Yeah, God, thank you for this day. Thank you for this week that we are studying these amazing books. And yeah, I just pray that you will reveal yourself to us and that we will understand who you are and understand your character and understand your heart behind all these commandments and all the situations in the book of Joshua and the book of Judges and Ruth and Psalms, Father. I pray that our eyes will be open to what you want to reveal to us and our ears will be open to listen from you, Father. Holy Spirit, you are welcome here. You're the best teacher. You're the best teacher of all. And I pray that you will speak to me and speak with me. Yeah, I just pray that we are open for what you have for us in this morning and this week, Father. And we submit all to you, Father. And yeah, we want to obey you and we want to surrender our lives to you. Amen. So the book of Joshua. Das Buch Josua. You saw in the book of Deuteronomy, at the last chapters, Im 5. Buch Mose im letzten Kapitel, that Moses commissioned Joshua to take over the lead. da habt ihr gesehen, wie Mose Josua befohlen hat, die Leitung zu übernehmen. And this was a critical change of leadership. Und es war echt eine schwierige Veränderung in der Leiterschaft. In Deuteronomy 31, verses 1 to 29, Im 5. Mose 31, 31, 29 bis 31, Moses is exhorting Joshua to obey the covenant and obey the command of the Lord and lead the people into the land. der ermutigt Mose Josua, den Bund des Herrn zu befolgen und ihm zu gehorchen. Moses was also predicting the future blessings and also the curses that will come upon Israel.
Und Mose hat auch den Segen und Fluch schon vorausgesagt, was über Israel hereinkommen wird. So he predicted the future success of Israel and also their apostasy. Er hat sowohl den Sieg, den Erfolg und auch die Niederlage Israels vorausgesagt. And he did that before all Israel. Und er hat es vor dem ganzen Volk Israel And gesagt. that was important to show Israel that Joshua was God's choice to lead the people into the promised land. Und es war wichtig zu sehen für Israel, dass es Gottes Entscheidung war, das Volk ins verheißene Land zu führen. In the Hebrew conception, the book of Joshua is not known as a historical book. Im Hebräischen wird das Buch Josua, As a historical book. Wird das Buch Josua nicht als Geschichtsbuch aufgefasst. But it's actually known as a former prophet. Aber es ist als einen frühen Propheten aufgefasst. Joshua, Judges, Samuels, and Kings. Josua, Richter, Samuel und Könige. Because they are telling the history of Israel through a prophetic perspective. Denn die erzählen die Geschichte Israels in einer prophetischen Sichtweise. So they are not just collections of ancient history, but they are prophetic history of Israel. Also die sind nicht nur eine Sammlung von den Geschichten, von dem was passiert ist, sondern sie sind wirklich Prophetien. And they were not just to inform you or inform the Israelites about what happened in the past, but what is there in the future for Israel. Die sind nicht nur dazu da, Israel zu informieren, was in der Vergangenheit passiert ist, sondern auch, um schon einen Einblick in die Zukunft zu geben. These books are a divine perspective about the history of Israel. Diese Bücher haben eine göttliche Einsicht, wie es mit Israel in der Zukunft weitergeht. And also shows us show the people of Israel what is there in the future for them, what is their hope. Und es zeigt den Israeliten, was für eine Zukunft und was für eine Hoffnung sie haben. And how God wants to use them to bless all nations. Und wie Gott sie gebrauchen möchte, um die anderen Nationen zu segnen. And the meaning of Israel's history is what the book of Joshua, Judges, Samuels, and Kings will provide to you. Und was in Josua, Richter, Samuel und Ruth steht, ist wirklich die Vision Gottes für Israel. So you studied the Torah last week, right? Ihr habt letzte Woche über die Torah gelernt. And that was the foundation of the nation. Und es war die Grundlage der Nationen. And now in the book of Joshua, we are in the outworking of these laws, of these commandments. Und jetzt sind wir in dem Ausüben dieses Gesetzes. So we have these differences between the Torah and the historical books or the former prophets that I said. Wir sehen jetzt hier die Unterschiede zwischen der Tora und den geschichtlichen Büchern, also den Propheten. So in the Torah, we have God's promises to his people. In der Tora haben wir Gottes Versprechen für sein Volk. And from now on, you're going to see these promises being fulfilled. Und ab jetzt seht ihr, wie diese Versprechen erfüllt werden. In the Torah, we see God's grace. In der Tora sehen wir Gottes Gnade. And now is how the people will respond in gratitude to God. Und jetzt sehen wir, wie die Leute darauf antworten, wie sie dankbar vor Gott kommen. And God, in the Torah, we see God rescuing his people and bringing redemption to them. Wir sehen in der Tora, wie Gott sein Volk erlöst, wie er Erlösung bringt. Now they are called to live in righteousness. Und jetzt sind sie dazu angehalten, in Gerechtigkeit zu leben. In the Torah, we have the law. The law is given. In der Tora ist das Gesetz gegeben von Gott. And from now on is how Israel going to apply this law. Und jetzt geht es darum, wie wendet das Volk Israel das Gesetz an. We have blessings in the Torah. Es gibt Segen in der Tora. And now we're going to see how this blessings comes through obedience. Und jetzt schauen wir uns an, wie dieser Segen auf Gehorsam, wie die Antwort für Gehorsam ist. And because they obeyed the Lord, they got the land. Und wenn sie Gott gehorchen, dann bekommen sie das Land. But the Torah also have some curses. Aber in der Tora gibt es auch einige Flüche. Actually, more curses than blessings. Es gibt eigentlich mehr Flüche als Segenssprüche For disobedience. für Ungehorsam. And also in these historical books, you're going to see how Israel disobeyed the Lord and they lost the promises. Und jetzt auch in diesen geschichtlichen Büchern seht ihr, wie das Volk Israel Gott nicht gehorcht haben und die Zusprüche, die Versprechen verloren haben. In the Torah, the covenant was established.
In der Tora wurde der Bund errichtet. And now, from now on, the covenant will be expressed. Express. Ja, und jetzt wird der Bund ausgedrückt. Man sieht jetzt, wie er ausgeführt wird. The Torah was the cause, and now we have the effect of it. In der Tora hatten wir die Ursache und jetzt haben wir die Wirkung. So from Joshua to the end of Kings is the sad story of how the people of God got the land and how they lost it. Also von den Büchern Josua bis hin zum Buch Könige können wir sehen, wie die Israeliten das Land bekommen haben und wie sie es verloren haben. In Joshua, they got the land because they obeyed the Lord. In Josua haben sie das Land bekommen, denn sie haben Gott gehorcht. But you're gonna see that because of disobedience, they're gonna lose it. Aber ihr werdet noch sehen, wie sie es auch als Folge für Ungehorsam wieder verlieren. But there is hope Aber da gibt es Hoffnung, because God's plan can never be frustrated. denn Gottes Plan kann nie vollkommen zerstört werden. So as I said before, the history of Israel is the outworking of the law. Wie ich schon gesagt habe, ist die Geschichte Israels, wie das Gesetz ausgeführt wird. So let's talk a little bit about authorship. Lass uns ein bisschen genauer in die Autorenschaft von Josua gucken. So the authorship is not specified in this book, Der Autor wird nicht klar, wenn wir dieses Buch anschauen. but we know that the book of Joshua is a literary unit. Aber wir wissen, dass im Buch Josua eine literarische Einheit ist. And scholars have different opinions concerning who wrote this book. Und wenn wir das Buch studieren, da gibt es verschiedene Aussagen, wer das Buch geschrieben haben könnte. In Joshua 18:9, In Josua 18, Vers 9 we see that that Joshua orders a description of the land to be written. da sehen wir, dass Josua einen Befehl bekommen möchte. Orders that a description of the land. Ja, also dass das Land beschrieben wird, das befiehlt er. Joshua also wrote down the words of the renewal of the covenant. Und Josua hat auch die Worte aufgeschrieben, dass der Bund erneuert wird. And we see Joshua cursing, pronouncing a curse upon the land of Jericho. Und Josua spricht einen Fluch aus über dem Land Jericho. In chapter 6:26. In Kapitel 6, Vers 26. And in the book of Kings, we see that they will say that the curse was Joshua that wrote it. Und im Buch Könige steht, dass es Josua war, der diesen Fluch aufgeschrieben hat. Yeah. So this contributes to the idea that Joshua also wrote this book. Und es passt mit der Idee zusammen, dass Josua dieses Buch aufgeschrieben haben soll. However, Joshua could not have written the entire book because in the end we have the description of his death. Aber Josua kann nicht das ganze Buch geschrieben haben, denn am Ende kommt ja auch sein Tod und der wird da beschrieben. So, and we also have events in this book being described that just happened just after the death of Joshua. Und es gibt Ereignisse, die in diesem Buch passieren, die sogar noch nach Josuas Tod eintreffen. But we also see that the author probably was an eyewitness of what was happening here. No, yeah, the author was an eyewitness. Wir können aber auch sehen, dass der Altar, dass da Augenzeugen da waren, die das gesehen haben. So some scholars will say that Phinehas was the one that wrote this book. Manche Leute, die das Buch studieren, die sagen, dass Phinehas der war, der das Buch geschrieben hat. Since he was the son of the high priest Eleazar. Denn er war der Sohn des Hohepriesters Eleazar. And his name is the last one being mentioned in the book of Joshua. Und sein Name ist der letzte, der im Buch Josua erwähnt wird. But there are also indications that could be another scribe or prophet during the time that was living during the time of Phinehas. Aber es könnte auch noch einen anderen Propheten gegeben haben, der das Buch geschrieben hat, der zur Zeit Phinehas gelebt hat. But yeah, so the Jewish tradition believes that that Joshua wrote the book, but then the last information was added later. Also die jüdischen The Jewish tradition. Die jüdische Tradition sagt, dass Josua das Buch wahrscheinlich geschrieben hat und dass es später nochmal verändert wurde oder Dinge hinzugefügt wurden.
And that Phinehas was the one that included the records of Joshua's death. Und dass dann Phinehas der war, der über Josuas Tod geschrieben hat. Yeah. So personally, I believe that I don't attribute the authorship to anyone specifically. Also ich will jetzt nicht die Autorenschaft jemandem Spezifischen zuschreiben, But the book probably was written during the time of the judges. aber das Buch wurde wahrscheinlich zur Zeit der Richter geschrieben. And somehow this author had access to Joshua's records. Und der Autor hatte irgendwie Zugang zu allem über Josua. Most likely he was a priest or a prophet. Wahrscheinlich war er ein Priester oder Prophet. That's why he had access to this information. Und deshalb hatte er Zugang zu all den And Informationen. he wrote this book to remind the people of God what he has done for them. Und er hat das Volk Israel mit diesem Buch daran erinnert, was Gott getan hat. And to call them back to the covenant. Und um sie zurückzurufen zum Bund. And call them to repent and renew their relationship with the Lord. Um sie zurückzurufen, Buße zu tun und ihre Beziehung mit dem Herrn zu erneuern. It was quite possible that this book was edited later on in Israel history. Und es ist auch möglich, dass zu diesem Buch später noch was hinzugefügt wurde in der Geschichte Israels. So let's talk a little bit about historical background. Lass uns den historischen Hintergrund anschauen. Nadia talked with you about the people of Canaan, right? Nadja hat schon mit euch über die Kanaaniter gesprochen, richtig? And their religious background. Und ihren religiösen Hintergrund. So yeah, like share with me a little bit about what she shared with you. Sagt mir ein paar Dinge, die sie euch mitgeteilt hat, worüber ihr gesprochen habt. They had multiple gods, and all of the gods were very angry and bloodthirsty, and therefore they a lot of sacrifices. And if they weren't successful, they put more sacrifices and even human sacrifices. It was a very bloodthirsty gods. Yes. Sie hatten sehr viele Götter damals, die waren zornig, haben Blut gefordert und wenn ihnen Tieropfer nicht genug waren, dann wurden sogar Menschen geopfert und das war sehr schlimm und blutrünstig. They didn't know how to approach their gods, so that they had to make up ways, and there was a lot of sexual immorality and stuff like that. Sie wussten nicht, wie sie ihren Götzen gegenübertreten können und so wurden sie auch sexuell zügellos. So the people of Israel was commanded by God to stand against this pagan life. Und Gott hat den Israeliten gezeigt oder gesagt, dass sie nicht so sich verhalten sollen wie diese Heiden. So it's really important to understand what the people of Canaan was like, to understand the book of Joshua and to understand why God is commanding what he's commanding here. Und es ist sehr wichtig, wenn wir das Buch Josua verstehen wollen, dass wir die anderen Völker im Hinterkopf haben und wissen, wie die gelebt haben, wie sie ihren Götzen gegenübergetreten sind und wie das Volk Israel jetzt tun soll. So in the Bible, we see that the population of Palestine, is there, In der Bibel sehen wir die Bevölkerung von Palästina, diesem Gebiet. are either called Canaanites or Amorites. Das wird entweder Kanaaniter oder Amoriter genannt. So if you read Amorites, and it's the same, Canaanites and Amorites, most of the time are the same people. Wenn ihr über Kanaaniter oder Amoriter lest, sind das meistens die gleichen. You in some parts you can see the difference that they are different people, but because the Amorites lived in this area for so long and they adopt this culture, Also manchmal gibt es da auch Unterschiede, aber die Amoriter haben so lange in diesem Land gelebt, dass sie total die Kultur von den anderen eingenommen haben. the scriptures ended up calling them Canaanites or Amorites. Und in der Bibel wird von Amoritern und Kanaanitern geschrieben. So let's just refresh a little bit about the culture of the Canaanites. Lass uns nochmal genauer die Kultur der Kanaaniter betrachten. The Canaanites, they had really well-built cities. Die Städte, die die Kanaaniter gebaut haben, waren sehr gut. There were strong fortifications. Da gab es gute Mauern, Stadtmauern. And some of the cities even have wells that was designated to retain water for times of siege. Und in manchen Städten gab es sogar Brunnen, die dann immer noch funktioniert haben, wenn Belagerung kam. There are also a feudal society. Feudal society, I don't know how to pronounce this word. Feudal society, yes. Yeah. Also sie hatten auch
waren auch kronpflichtig. Yeah, so the kings owned the land and then the people served them. Like you have the lowest people serving the kings. Den Königen hat das Land gehört und die Unterschicht oder die Niedrigeren, die mussten für die Könige arbeiten. And this is a contrast with the people of Israel because they had no king Und das ist ein Unterschied zu dem Volk Israel, denn sie hatten keinen König and they were not hierarchical. und da gab es keine Hierarchie. Just during the time of the kings that they will become like that. Es war dann erst zur Zeit der Könige, wo Israel einen König bekommen hat. The people of Canaan were also a trading people. Das Land Kanaan war auch ein Volk, was gehandelt hat. And their greatest achievement was not in material culture but was in writing. Und ihr größter Erfolg war nicht im materiellen Handeln, sondern im Schreiben. They developed a linear alphabet that gave origin to our alphabet. Sie haben ein Alphabet entwickelt, was mit der Ursprung ist für unser Alphabet und linear ist. So concerning religion, as you said, many gods. Wenn wir die Religion genauer anschauen, da hatten sie sehr viele Götter There's a difference between the gods of Canaan and the Egyptian. und es gibt Unterschiede zwischen den Göttern oder Götzen von den Kanaanitern und den Ägyptern. The Canaanite gods was considered immortal. Die Götter der Kanaaniter, die wurden als unsterblich angesehen. The gods were taken as as lords of life, Die Götter wurden als Gott des Lebens gesehen and that's why they have many forms of divination. und deshalb gibt es viele Formen der Heiligung. They used to worship these gods in this place called high places. Sie haben ihre Götter angebetet an den Höhen. In these places where the sacrifices and offerings were made. Dort, wo die Opfer dargebracht wurden. And you're gonna see that being mentioned over and over throughout on the history of Israel. Und es werdet ihr immer und immer wieder sehen in der Geschichte Israels. God always commanding them to break down the high places. Gott befiehlt den Israeliten immer wieder, diese Höhen niederzureißen. So yes, Holocaust, communion, offering, human sacrifice was all common practices for the Canaanites. Also Holocaust, gemeinschaftliches Opfer, Menschenopfer, das war alles Teil von den Dingen, die die Kanaaniter getan haben. The death was also very important for the Canaanites, Tod war sehr wichtig für die Kanaaniter and that was reflected in their worship. und Tod wurde in ihrer Anbetung wiedergespiegelt. How is their culture connected to Phoenicia? Phoenicia? Phoenicia. You mean Philistia? Phoenician or The Phoenicians. Wie war ihre Kultur mit Phönizien verbunden? Oder Yeah, they are almost the same region. Okay. Yeah. es war ungefähr das gleiche Gebiet? Because you talked about the writing and so on. Oh yeah, Our alphabet comes from this country. yes. They also developed, so it's the same part there, the region. I think the Phoenicians, they were the seafarers, yeah. right, that lived more on the coast. And so I guess the Canaanites and Phoenicians, they were mixing and trading and all that. So you're gonna see that the people that live in the Palestine, they are called Canaanites, even though they are different people groups. Also die Leute, die in Palästina gelebt haben, waren die Kanaaniter. Die wurden so genannt, obwohl es verschiedene Volksgruppen waren. The Bible don't make that much distinction between them. That's why I'm just teaching as Canaanites. In der Bibel gibt es nicht so viel Unterschied, der da hervorgehoben wird. Also das sage ich jetzt einfach die Kanaaniter. And all the alphabet came from the influence of the Egyptians, Und das Alphabet kommt von dem Einfluss der Ägypter. but they developed that alphabet. Aber die haben die Kanaanites, right? Aber die Kanaaniter haben das Alphabet weiterentwickelt. You understand? Okay. Okay. So yeah, they also celebrate their feast in the tombs of their family, Also sie feiern Feste auch in den Gräbern ihrer Familie. because as I said, the death was important for them. Denn wie ich schon gesagt habe, war Tod wichtig für sie. Yeah. Their politics. Politik der Kanaaniter. They had the Canaanites had a complex culture. Die Kanaaniter hatten eine sehr komplexe Kultur.
but they were politically without identity. Aber politisch hatten sie keine Identität. During this time of history, they were under the Egyptian Empire.